Die Europäische Union läuft konkret Gefahr, sich in einen Überwachungsstaat nach dem Vorbilde Chinas zu entwickeln. In diesem Video werde ich dir 7 mehr oder weniger geheime technische Vorhaben der EU vorstellen, an denen hier geräuschlos, aber intensiv im Hintergrund gearbeitet wird. Darüber hörst du wenig in den Medien. Unsere Aufmerksamkeit wird eben hier voll beansprucht durch Kulturkämpfe, Kriege und die Tagespolitik, während eben hier im stillen Kämmerlein an massiven Veränderungen gearbeitet wird, die unser Leben und das Leben unserer Kinder und Enkel bis auf lange Zeit ganz extrem beeinflussen werden. Ich weiß, es klingt so ein bisschen nach Verschwörungstheorien. Es könnte auch ein Ernst-Wolf-Video sein. Aber tatsächlich laufen hier im Hintergrund in Brüssel und in anderen Teilen der EU sehr wichtige, sehr entscheidende Projekte, die unseren Alltag in Zukunft stark beeinflussen werden. Wir haben ja hier schon vielfach über die Superbehörde AMLA gesprochen und die Maßnahmen zur Geldwäschereibekämpfung, die vor kurzem hier verabschiedet wurden. Auch der digitale Euro und der digitale Personalausweis sind vielleicht noch vielen ein Begriff, aber es gibt eben eine ganze Reihe von technischen Projekten, die hier auf Seiten der EU laufen oder schon implementiert wurden, von denen der normale Bürger relativ wenig Ahnung hat. Man hört in den Medien dazu sehr wenig. Wenn man sich jedoch damit intensiv befasst und einmal die Konsequenzen bedenkt, die solche technischen Projekte möglicherweise haben könnten, insbesondere wenn man mögliche negative Auswirkungen bedenkt, dann wird es einem schon ganz anders zumute. Ich möchte dir heute 7 dieser Vorhaben der EU vorstellen. Einige von ihnen habe ich schon genannt. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe von anderen Projekten innerhalb der EU, wo auch Technik, wo IT eine sehr wichtige Rolle spielt. Wir konzentrieren uns jetzt heute mal auf 7 und ich habe mir zu jedem dieser Projekte verschiedene kleine Case Stories hier einfallen lassen, sodass man sich eigentlich mal ganz praktisch damit auseinandersetzen kann, was eigentlich diese Technik hier für eine Auswirkung haben könnte. Und dann am Schluss werde ich dir einmal ein paar Szenarien präsentieren, wie diese Technik, wenn sie denn vernetzt wird, und das ist ja genau eigentlich das Ziel der EU, hier diese verschiedenen Plattformen alle zu vernetzen, wir doch eigentlich eine sehr bedrohliche Zukunftsperspektive vor uns haben. Du weißt ja vielleicht, wir auf diesem Kanal setzen uns hier hauptsächlich mit dem Thema Auswandern, Plan B, Steueroptimierung im Ausland auseinander. Ganz wichtig für die meisten unserer Mandanten hier ist es eben, eine Zukunft außerhalb der EU aufzubauen. Gründe dafür, eben außerhalb der EU hier sich zu etablieren, sind zum Teil genau die Sorge vor solchen technologischen Plattformen und Vorhaben, die ich hier vorstellen werde, die eben nicht nur bei vielen Bürgern, sondern auch bei etlichen EU-Parlamentariern auf große Skepsis stoßen. Ich werde nachher mal einige Zitate hier vorlesen von EU-Parlamentariern. Da wirst du sehen, dass das ganz und gar keine Verschwörungstheorien sind, sondern die Sorge, wie solche Technologien im Zweifelsfall missbraucht werden können oder wohin sie sich in Zukunft entwickeln können. Stichwort Social Rating wie in China. Da wird einem wirklich ganz anders zumute. Ich werde dir nun zunächst die 7 Vorhaben hier vorstellen, von denen ich spreche. Ich werde hier zunächst ganz neutral kurz dazu etwas berichten und genauso harmlos diese Technologie beschreiben, wie sie auch so von offizieller Seite beschrieben und kommuniziert wird. Vorhaben 1 ist die E-Privacy-Verordnung, ein geplantes EU-Gesetz zur Verbesserung der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation. Es umfasst Bereiche wie Cookies, Metadaten und Direktmarketing. Die Verordnung soll bestehende Regeln aktualisieren und sie an technologische Fortschritte anpassen und die DSGVO zu ergänzen. Ziel ist es, die Vertraulichkeit elektronischer Kommunikation zu schützen und Tracking-Technologien zu regulieren. Umsetzung verzögert sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten
über Umfang und potenzielle Auswirkungen auf Geschäftsmodelle. Klingt doch eigentlich ganz positiv, oder? Und das ist genau der Punkt. Wir werden uns gleich mal hier mit den konkreten Risiken beschäftigen. Vorhaben 2, etwas, über das wir hier schon vielfach berichtet haben, ist die AMLA, die neue Anti-Geldwäsche-Behörde mit Sitz in Frankfurt. Sie wurde bereits gegründet. Es wurden etliche Gesetzesvorhaben hier beschlossen, angeblich zur Geldwäschereibekämpfung und zur Verhinderung des Terrorismus. Die neu gegründete EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung AMLA würde Hochrisikofinanzinstitute direkt beaufsichtigen und nationale Aufsichtsbehörden koordinieren. Ziel ist ein einheitliches, integriertes System der Anti-Money-Laundering-Aufsicht in der EU. Die Behörde hätte die Befugnis, Geldstrafen zu verhängen, Konten zu sperren, Überweisungen zu blocken. Ihre Gründung ist Teil eines umfassenden AML-Reformpaketes der Europäischen Kommission. Darüber haben wir hier schon im Detail berichtet. Vorhaben Nummer 3, die hochrangige Gruppe HLG für den Zugang zu Daten für effektive Strafverfolgung. Eine von der Europäischen Kommission eingerichtete Expertengruppe zur Bewältigung von Herausforderungen beim Zugang der Strafverfolgungsbehörden zu digitalen Beweismitteln. Klingt ja wahnsinnig kompliziert und in Beamtendeutsch formuliert. Die Gruppe zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Dienstleistern zu verbessern, den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Beweismitteln zu erleichtern und technische Lösungen für den rechtmäßigen Zugang zu verschlüsselten Daten zu entwickeln. Wie gesagt, ich werde nachher dazu kommen, was diese Vorhaben, diese technischen Plattformen tatsächlich tun. Ja, jetzt hier mal nur eine neutrale Beschreibung. 4. Prüm. Prüm ist bereits im Einsatz, ein System für den Austausch von DNA, Fingerabdruck und Fahrzeugregistrierungsdaten zwischen EU-Mitgliedstaaten für Strafverfolgungszwecke. Es ermöglicht die automatische Suche und den Vergleich von Daten über nationale Datenbanken hinweg. Das System zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus zu verbessern. Eine verbesserte Version Prüm 2 wurde vorgeschlagen, die Gesichtsbilder und Polizeiakten einschließen soll. 5. Das digitale Wallet, eine mobile App, die EU-Bürgern ermöglicht, ihre digitalen Identitäten und offiziellen Dokumente zu speichern und zu verwalten. Sie zielt darauf ab, sicheren und bequemen Zugang zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen in der gesamten EU zu bieten. Schöne neue Welt, kann man nur sagen. Maßnahme Nummer 6, der digitale Euro. Eine geplante digitale Zentralbankwährung CDBC für die Eurozone, die Bargeld und bestehende Zahlungssysteme ergänzen soll. Sie würde eine digitale Form von Zentralbankgeld für alltägliche Transaktionen bieten. Die Europäische Zentralbank untersucht ihre Machbarkeit und konzentriert sich auf Designoptionen, die Privatsphäre mit Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Einklang bringen. Und schließlich hier haben wir das Vorhaben 7, das sogenannte biometrische Tracking. Es bezieht sich auf verschiedene EU-Initiativen und Technologien, die biometrische Daten zur Identifizierung und Verfolgung nutzen. Dies umfasst Vorschläge für biometrische Grenzkontrollsysteme, Strafverfolgungsdatenbanken und Identitätsverifizierungsmethoden. Nun, wie gesagt, ich habe hier bewusst eine neutrale Formulierung in der ersten Beschreibung dieser Technologien hier verwendet. Das ist auch die große Gefahr. Es klingt immer alles sehr harmlos oder vielleicht positiv. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass viele dieser Technologien natürlich auch notwendig sind, wenigstens zum Teil, und dass sie auch wichtige Aufgaben erfüllen. Es ist ja klar, wir alle wollen in einem sicheren Europa leben und uns schützen vor Terroristen und Geldwäsche etc. Das ist natürlich alles völlig klar. Das Problem ist, dass die Technologien so entwickelt sind, dass eben dem Missbrauch hier Tor und Tür geöffnet ist. Wir haben gesehen, wie Regierungen, wie Staaten reagieren können auf Krisen wie zum Beispiel Covid. Und jetzt stell dir vor, dass solche mächtigen Plattformen hier implementiert werden, wie extrem dann die Kontrolle auch bei viel kleineren Krisen als jetzt einer neuen Pandemie hier tatsächlich ausgeübt werden kann auf den einzelnen Bürger. Viele EU-Parlamentarier sehen das genauso. Ich möchte daher
4 Zitate von EU-Parlamentariern hier vorlesen. Diese haben Sie bei Sitzungen des EU-Parlaments zu diesen verschiedenen Projekten hier verlauten lassen. Als erstes ein Zitat von Gerolf Annemans. Er ist Parlamentarier im EU-Parlament für Belgien. Die Idee des Digital Wallets vollendet im Wesentlichen den Weg, der uns zur totalen Kontrolle der Gesellschaft führen wird. Von hier aus kann die Europäische Union zu einer allumfassenden und ewigen QR-Code-Gesellschaft werden. QR-Codes ist klar hier eine Anlehnung an die Covid-Zeit. Virginie Joron, sie ist Parlamentarier für Frankreich, sagt, diese Versuchung des QR-Codes und des chinesischen Social Credits, davon träumen so manche hier. Also wie gesagt, das hat sie im EU-Parlament vorgetragen. Sie hat also hier ihre Kollegen direkt angesprochen im EU-Parlament. Die Versuchung, Freiheiten zu entziehen und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und Gesundheitsversorgung zu beschränken, die Versuchung, gehorsame Bürger zu identifizieren und abweichende Bürger zu bestrafen, indem man ihre Bankkonten sperrt, wie es in Kanada, China oder Italien bereits der Fall ist. Als nächstes ein Zitat von Michel Hoogeveen. Er ist Parlamentarier im EU-Parlament für die Niederlande. Wie das europäische Digital Wallet entstanden ist eine Beleidigung für die Demokratie. Das niederländische Kabinett hat einem europäischen Gesetz zugestimmt, dem das niederländische Parlament ausdrücklich widersprochen hat. Wenn die nationalen Parlamente in der EU ignoriert werden, warum existieren sie dann überhaupt? Ja, also das niederländische Parlament hatte sich gegen die Einführung dieses Wallets hier ausgesprochen. Dennoch hat hier die holländische Regierung einfach das Parlament übergangen und hat dann in den entsprechenden Gremien der EU dafür gestimmt. Und da setzt es hier ein Zitat des EU-Abgeordneten für Schweden, Johan Nissinen. Solange wir korrupte Staaten innerhalb der Union haben, gefährden wir mit diesen Projekten die Sicherheit der Bürger. Warum lese ich dir diese Zitate vor? Nun, diese Parlamentarier sind alle legitimiert vom Volk, sie sind alle gewählt worden und du kannst sehen, welche kritischen Stimmen es tatsächlich hier zu diesen Maßnahmen gibt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass nur Teile letztlich der EU-Verwaltung demokratisch sind. Dazu gehört natürlich das EU-Parlament. Aber es gibt sehr viele undemokratische Elemente in der Verwaltung der EU. Allen voran natürlich die Europäische Kommission, die letztlich wie eine Priesterkaste hier regiert. Das sind keine vom Volk gewählten Vertreter, sondern das sind eben hier Männer und Frauen, die auf obskure Weise hier dem Europäischen Parlament vorgeschlagen und dann bestätigt werden. Und die haben eine unglaubliche Machtfülle, diese Mitglieder der Europäischen Kommission, zutiefst undemokratisch. Du hast gerade gesehen, ich habe zitiert, was hier der Abgeordnete Hoogeveen gesagt hat über das Vorgehen in den Niederlanden. Das haben wir immer wieder, das können wir immer wieder sehen in der EU, zutiefst undemokratische, unfreiheitliche Vorgehensweisen, wenn es darum geht, bestimmte Dinge voranzutreiben. Und hier liegt natürlich genau das Risiko. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Technologien möglicherweise alle wunderbar sind, aber eben vor dem Hintergrund, dass es in der EU ja tatsächlich viele undemokratische Elemente gibt und auch dieser Machthunger extrem groß ist und dieser Kontrollwahn hier, den Bürger letztlich bis in den Kühlschrank hinein zu kontrollieren, sollten wir eher pessimistisch sein, was die Einführung dieser Technologien betrifft. Ich werde nun kurz die Risiken jeder dieser 7 Vorhaben hier beleuchten und das auch durch eine kleine Case Study jeweils ausmalen. Kommen wir zunächst zur E-Privacy-Verordnung. Da geht es letztlich also um elektronische Kommunikation. Trotz guter Absichten könnte die Verordnung weitreichende Überwachungsmöglichkeiten schaffen. Es wird nämlich in dieser E-Privacy-Verordnung nicht nur geregelt, wie Unternehmen sich zu verhalten haben und wie Unternehmen Daten schützen müssen. Es werden dort weitreichende Ausnahmen für Sicherheitsbehörden definiert, die damit also legitimiert sind, persönliche Freiheiten einzuschränken und Daten
von EU-Bürgern zu stehlen, sage ich jetzt mal. Ein konkretes Beispiel. Maria, eine Journalistin, recherchiert über Korruption in der Regierung. Trotz der E-Privacy-Verordnung gelingt es Behörden, ihre verschlüsselten Kommunikationen zu überwachen. Ihre Quellen werden identifiziert, was ihre Arbeit und die Pressefreiheit gefährdet. Zweites Vorhaben, die AMLA. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Die zentrale Sammlung und Analyse von Finanzdaten durch AMLA birgt gigantische Risiken für den Datenschutz. Bedenke, es gibt hier zum Beispiel das zentrale europäische Bankkontenregister. Dort sind alle Bankdaten aller EU-Bürger auf EU-Bankkonten der letzten 5 Jahre verfügbar und abrufbar. Unglaublich. Es besteht die Gefahr, dass sensible finanzielle Informationen in falsche Hände geraten oder missbraucht werden. Die erweiterten Befugnisse können auch zu übermäßiger Überwachung führen. Beispiel. Peter, ein Kleinunternehmer, tätigt häufig internationale Überweisungen für sein Importgeschäft. Das AMLA-System flaggt seine Transaktion als verdächtig. Sein Konto wird eingefroren, was sein Geschäft lahmlegt, obwohl er unschuldig ist. Der Prozess zur Freigabe seiner Konten ist langwierig und kostspielig. Jetzt geht es hier um die hochrangige Gruppe für den Datenzugang, HLG, die Erleichterung des Zugangs zu digitalen Beweismitteln. Hier geht es im Prinzip darum, dass keine Chatnachrichten und ähnliche Kommunikationsmittel mehr verschlüsselt werden dürfen, dass hier überall Backdoors eingebaut werden für die Ermittler. Die Erleichterung des Zugangs zu digitalen Beweismitteln könnte zu einer Aushöhlung der Verschlüsselung und damit der Privatsphäre führen. Es besteht die Sorge, dass dies zu einer umfassenden Überwachung und Einschränkung der persönlichen Freiheit im digitalen Raum führen könnte. Kurzes Beispiel. Lisa, eine Psychotherapeutin, führt Online-Sitzungen mit ihren Patienten durch. Neue Regelungen, die von der HLG empfohlen wurden, ermöglichen es den Behörden bei Verdacht auf gesellschaftsgefährdende Aktivitäten Zugang zu verschlüsselten Kommunikationen zu erhalten. Ein Patient von Lisa wird fälschlicherweise verdächtigt. Die Behörde greifen auf die vertraulichen Therapiegespräche zu, was nicht nur die Privatsphäre des Patienten verletzt, sondern auch Lisas berufliche Schweigepflicht untergräbt und das Vertrauen in therapeutische Beziehungen generell erschüttert. Vorhaben Nummer 4, Prüm. Der grenzüberschreitende Austausch sensibler biometrischer Daten erhöht das Risiko von Datenlecks und Missbrauch. Die Erweiterung auf Gesichtserkennung in Prüm 2 verstärkt die Bedenken hinsichtlich Massenüberwachung und Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Prüm ist ja nun schon ein System, was schon aktiv ist, und hier werden regelmäßig zum Beispiel DNA-Daten von Personen gefunden, die komplett unschuldig sind, ja, weil hier irgendwelche inkompetenten Mitarbeiter von Ermittlungsbehörden aus Versehen angeblich diese Daten dort in das System eingeben. Es gab hier mehrere erschreckende Beispiele, wo zum Beispiel die Daten und die DNA-Analyse von Vergewaltigungsopfern in dieser Datenbank gelangt ist, weil eben irgendjemand sie dort eingegeben hat. Ja. Das kann extrem weitreichende Konsequenzen haben. Hier ein Beispiel. Clara, eine Studentin mit doppelter Staatsbürgerschaft, EU und Nicht-EU, reist regelmäßig zwischen ihrem Studienort in Deutschland und ihrer Familie in einem Nicht-EU-Land. Bei einer ihrer Reisen wird sie am Flughafen für eine erweiterte Sicherheitskontrolle ausgewählt. Dabei wird eine Fingerabdruckprobe genommen und im Prüm-System gespeichert. Monate später wird Clara informiert, dass ihr Fingerabdruck mit einem am Rande einer Demonstration gefundenen Beweisstück in einem anderen EU-Land übereinstimmt. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nachweislich in ihrem Heimatland war, gerät sie ins Visier der Ermittlungsbehörden. Das Prüm-System verknüpft nun automatisch ihren Namen mit diesem Vorfall. Bei jeder Einreise in die EU wird sie stundenlang verhört. Ihre Bewegungen werden überwacht, ihr Visum für das Studium wird in Frage gestellt und sie verliert ein Praktikum aufgrund der laufenden Untersuchungen. Trotz fehlender Beweise bleibt ihr Profil im System markiert. Clara fühlt sich gezwungen, ihr Studium abzubrechen und in ihr Heimatland zurückzukehren. Also eine erschreckende Welt hier von Big Brother und totaler Kontrolle. Nächstes Vorhaben, das Digital Wallet. Die Zentralisierung persönlicher Daten in einer App schafft ein attraktives Ziel für Hacker. Es bestehen Bedenken bezüglich der langfristigen Datenspeicherung und möglicher staatlicher Überwachung. Die Verknüpfung verschiedener Lebensbereiche könnte zu einem gläsernen Bürger führen. Also das Digital Wallet, ja, das ist im Grunde der digitale Personalausweis. Jetzt wird natürlich groß gesagt, das ist alles jetzt optional, das ist freiwillig, du kannst immer noch deine papierbasierten oder plastikbasierten Identitätsdokumente verwenden. Du musst nicht deinen digitalen Personalausweis verwenden. Aber wie lange ist das noch so? Wann ist nicht absehbar, dass wenn dieses System erstmal eingeführt wird, dass es dann verpflichtend wird, dieses System zu nutzen? Wir haben ja schon vielfach darüber gesprochen, hier
dass der deutsche Staat dir den Pass entziehen kann, wenn du deine Steuern nicht bezahlst und nicht auffindbar bist. Ja. Also, du kannst dir vorstellen, was passiert. Du hast Behördenärger, du zahlst zu spät Steuern, zack, wird deine ID gesperrt und du kannst gar nichts mehr machen. Hier noch ein kleines Beispiel. Emma, eine Rentnerin, verlässt sich vollständig auf ihre digitale EU-Brieftasche für Behördengang, Gesundheitsversorgung und Bankgeschäfte. Ein Softwarefehler in der App führt dazu, dass ihre Identität als nicht verifiziert markiert wird. Plötzlich hat Emma keinen Zugang mehr zu ihren Bankkonten, kann ihre Rezepte nicht einlösen und ihre Rentenversicherung nicht kontaktieren. Da alle ihre Dokumente und Nachweise digital in der Brieftasche gespeichert sind, kann sie ihre Identität nicht auf herkömmliche Weise beweisen. Emma gerät in eine kafkaeske Situation, in der sie tagelang ohne Zugang zu lebenswichtigen Diensten und Mitteln ist, während sie versucht, das Problem zu lösen. Natürlich mit einer überlasteten Support-Hotline. Kommen wir zu unserem 6. Vorhaben, dem digitalen Euro. Die digitale Währung könnte jede Transaktion nachverfolgbar machen, was die finanzielle Privatsphäre gefährdet. Es gibt Bedenken hinsichtlich möglicher staatlicher Kontrollen über persönliche Ausgaben und potenzielle Einschränkungen der finanziellen Freiheit. Hier ein kleines Beispiel dazu. Fabian, ein selbstständiger Grafikdesigner, nutzt den digitalen Euro für alle seine geschäftlichen und privaten Transaktionen. Er ist politisch aktiv und unterstützt regelmäßig verschiedene Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen mit kleinen Spenden. Eines Tages erhält er eine größere Zahlung von einem internationalen Kunden. Kurz darauf wird sein digitaler Euro-Account eingefroren. Er erfährt, dass eine der Organisationen, die er unterstützt hat, unter Verdacht steht, extremistische Gruppen zu finanzieren. Alle seine Transaktionen der letzten Jahre werden nun rückwirkend analysiert. Seine regelmäßigen Zahlungen an eine Online-Plattform für verschlüsselte Kommunikation werden als verdächtig eingestuft. Die große internationale Zahlung wird als mögliche Terrorfinanzierung markiert. Fabian kann plötzlich keine Zahlung mehr tätigen oder empfangen. Seine Miete, Versicherung und andere laufende Kosten können nicht abgebucht werden. Kunden können ihn nicht bezahlen, was sein Geschäft zum Erliegen bringt. Er versucht, die Situation zu klären, aber der Prozess ist langwierig und undurchsichtig. Banken verweigern ihm die Eröffnung eines traditionellen Kontos aufgrund der laufenden Untersuchung. Fabian ist gezwungen, Freunde um finanzielle Unterstützung zu bitten, was seine persönlichen Beziehungen belastet. Selbst nachdem sein Account nach Wochen wieder freigegeben wird, bleibt ein digitaler Marker an seinem Profil haften. Er wird häufiger für zusätzliche Überprüfung ausgewählt und einige Geschäftspartner zögern, mit ihm zusammenzuarbeiten. Schöne neue Welt, ich kann das nur wiederholen. Kommen wir nun hier zu unserem letzten technischen Vorhaben der EU, das biometrische Tracking. Die umfassende Erfassung und Nutzung biometrischer Daten birgt erhebliche Risiken für die Privatsphäre. Es besteht die Gefahr der Massenüberwachung und der Erstellung detaillierter Bewegungsprofile. Die Unveränderbarkeit biometrischer Merkmale macht Datenlecks besonders problematisch. Ein kleines Beispiel. Anna nimmt an einer friedlichen Demonstration teil. Gesichtserkennungssysteme identifizieren sie trotz der Menschenmenge. Ihr Arbeitgeber erhält diese Information und entlässt sie aufgrund ihrer politischen Ansichten, was ihre Karriere und finanzielle Sicherheit gefährdet. So, das waren nun hier die 7 Systeme im Überblick und auch die einzelnen Risiken dieser Systeme einmal kurz vorgestellt. Wie gravierend allerdings tatsächlich hier die persönlichen Freiheiten beeinflusst werden können, das wird deutlich, wenn wir uns einmal anschauen, wie diese Plattformen funktionieren, wenn sie miteinander vernetzt sind. Und das ist ja genau das Ziel eigentlich der EU. Ich habe mir noch mal 3 kurze Case Studies ausgedacht. Diese sollen verdeutlichen, was die Konsequenzen wären, wenn diese Plattformen tatsächlich vernetzt werden. Meine erste Case Study, der gläserne Aktivist. Julia, eine Umweltaktivistin, nutzt ihre digitale Wallet für den Alltag und den digitalen Euro für Transaktionen. Sie organisiert eine Demonstration gegen ein umstrittenes Infrastrukturprojekt. Das biometrische Tracking-System erkennt sie bei der Demonstration. Prüm 2 verknüpft diese Informationen mit ihrer Identität über die gesamte EU hinweg. AMLA bemerkt ungewöhnliche Spenden auf ihrem Konto für die Kampagne. Die HLG für Datenzugang ermöglicht den Behörden Zugriff auf ihre verschlüsselte Kommunikation. Ihre digitale Brieftasche wird vorübergehend gesperrt, was ihr den Zugang zu essentiellen Diensten verweigert. Julia findet sich plötzlich unter umfassender Überwachung. Ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und sie wird bei Grenzübertritten regelmäßig aufgehalten. Ihre legitime aktivistische Tätigkeit wird kriminalisiert, ohne dass sie sich effektiv wehren kann. Case Study Nummer 2, fehlgeleitete Finanzen. Marco, ein selbstständiger Berater, arbeitet international und nutzt verschiedene Finanzdienstleistungen.
Eine Fehlfunktion im AMLA-System flaggt einer seiner Routinetransaktionen als verdächtig. Dies triggert automatisch eine Untersuchung, die auf seine digitale Brieftasche und seinen digitalen Euro-Account zugreift. Prim2 verknüpft diese Informationen mit seinen Reisebewegungen der letzten Jahre. Die E-Privacy-Verordnung erlaubt den Zugriff auf seine Online-Aktivitäten unter dem Format der Terroristenbekämpfung. Biometrisches Tracking zeigt seine Anwesenheit an verdächtigen Orten. Obwohl unschuldig, sieht sich Marco mit eingefrorenen Konten, Reisebeschränkungen und einer umfassenden Untersuchung konfrontiert. Seine Reputation und sein Geschäft erleiden irreparablen Schaden, bevor die Fehler im System erkannt werden. Unsere nächste kleine Case Study: der Fall politische Verfolgung. Elena, eine Journalistin, recherchiert über Korruption in höchsten Regierungskreisen. Ihre digitale Brieftasche wird gehackt, vermutlich von staatlichen Akteuren. Der digitale Euro ermöglicht die vollständige Nachverfolgung ihrer finanziellen Aktivitäten. Die HEG für Datenzugang legitimiert den Zugriff auf ihre verschlüsselten Quellengespräche. Biometrisches Tracking und Prim2 werden genutzt, um ihre Bewegungen und Kontakte in ganz Europa zu verfolgen. AMLA wird instrumentalisiert, um finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit zu unterbinden. Elena findet sich in einer Situation wieder, die ihre journalistische Tätigkeit praktisch unmöglich macht. Ihre Quellen werden kompromittiert, ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt und sie steht unter konstanter Überwachung. Die Verknüpfung der Systeme macht es für sie unmöglich, ihrer wichtigen demokratischen Funktion nachzukommen. So, jetzt zu guter Letzt noch eine schöne Story: unbeabsichtigte Konsequenzen. Thomas, ein deutscher Freiberufler im IT-Bereich, arbeitet oft für internationale Kunden und reist häufig außerhalb der EU. Aufgrund einer Fehlbuchung in seinem digitalen Euro-Account wird eine größere Steuerzahlung nicht korrekt verarbeitet. Das AMLA-System flaggt diese fehlende Zahlung als potenzielles Risiko. Die deutsche Steuerbehörde wird automatisch benachrichtigt und leitet ein Verfahren ein. Basierend auf dem deutschen Gesetz wird Thomas' Pass für ungültig erklärt, ohne dass er davon erfährt. Sein digitales Wallet wird mit dieser Information aktualisiert. Bei einem Versuch, für einen wichtigen Kundentermin nach Frankreich zu reisen, wird ihm am Flughafen aufgrund des Prim-Systems der Grenzübertritt verweigert. Biometrisches Tracking markiert ihn nun als Person von Interesse an allen EU-Grenzen. Die HEG für Datenzugang ermöglicht den Behörden Zugriff auf seine geschäftliche Kommunikation, um nach Hinweisen auf Steuerhinterziehung zu suchen. Thomas findet sich plötzlich in einer Situation wieder, in der er nicht reisen kann, unter Generalverdacht der Steuerhinterziehung steht, keinen Zugriff auf wichtige digitale Dienste hat, da seine digitale Brieftasche eingeschränkt wurde, mit eingefrorenen Konten konfrontiert ist, da das AMLA-System weitere Transaktionen blockiert. Nun, mir ist klar, viele dieser Beispiele sind vielleicht etwas vereinfacht und vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das ist klar. Aber du siehst schon hier, um was es geht. Diese Vernetzung dieser Plattformen bedeutet ein enormes Risiko, auch für unbescholtene EU-Bürger. Es ist wirklich der totale Überwachungsstaat. Und wie auch einige der EU-Parlamentarier schon gesagt haben, ist eigentlich dann das Social Rating, wie wir es in China haben, eigentlich nur der logische nächste Schritt. Das Erschreckende ist, dass wir alle ziemlich wenig über diese Vorhaben wissen, obwohl da, wie gesagt, sehr intensiv und mit hohem Druck und mit viel Manpower und mit viel Budget dran gearbeitet wird. Diese Maßnahmen werden unser Leben und das Leben unserer Nachfahren hier noch für Jahrzehnte lang beeinflussen. Da bin ich sicher, es ist extrem wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Wie gesagt, es geht hier vor allen Dingen darum, sich zu informieren. Und ganz klar, für viele unserer Mandanten bedeuten solche Maßnahmen, dass man sich aus der EU verabschiedet. Kleinere Länder außerhalb der EU haben vielfach kein Interesse daran und auch gar nicht die Mittel, hier solche umfangreichen Kontrollmechanismen einzuführen. Es sollte sich daher jeder überlegen, wo er seine Zukunft sieht. Jetzt hast du noch Zeit, dich zu organisieren. Wenn dann erstmal diese ganzen Systeme stehen, wissen wir natürlich auch nicht, inwieweit man dann überhaupt noch so ohne weiteres weg kann. Das ist ja auch etwas, was man mal so grundsätzlich befürchten müsste. Auch das klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie, aber das gab es ja schon alles. Denk mal an die DDR, denk mal an die Nazizeit. Da konnte man Deutschland nicht verlassen
oder man konnte es verlassen, aber hat sein gesamtes Vermögen zum Beispiel verloren. Wenn wir hier an die sogenannte Reichsfluchtsteuer denken. Daher also natürlich unser Tipp an alle, mach dir Gedanken zu einem Plan B außerhalb der EU, beschäftige dich mit diesem Thema, mach deine eigene Risikoanalyse, inwieweit dich solche Maßnahmen hier betreffen würden, was dich, deine Familie und natürlich auch dein Vermögen anbelangt. Ganz sicherlich sind das natürlich auch Themen, die wir hier auf unseren Seminaren besprechen. Das nächste Seminar zum Beispiel hier Ende November jetzt in Zürich, das Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar. Da geht es ganz klar auch um solche Themen. Ich würde mich freuen, dich beim Seminar zu treffen, aber auch wenn du nicht kommen kannst, aber dich mit dem Thema Plan B, Auswanderung, Vermögensschutz im Ausland und natürlich auch Steueroptimierung im Ausland befassen willst und das für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns seit fast 20 Jahren beschäftigen. Wir haben schon vielen Mandanten geholfen, sich außerhalb der EU niederzulassen und dort wirklich freiheitlich zu leben. Vor kurzem mal sprach ein Mandant in einem Gespräch von der Freiheit Asiens. Fand ich sehr interessant und hat dort sehr konkret und sehr plastisch beschrieben, wie das Leben dort um einiges freiheitlicher ist, weniger staatliche Kontrolle als hier in Europa. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.